Hallo, heute möchte ich mit euch über Highlighter sprechen, denn wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein absoluter Highlighter-Freak. Also Highlighter sind eins der Produktarten, die ich so am allerliebsten mag und es vergeht kein Tag, an dem ich keinen Highlighter benutze, also wenn ich mich halt schminke. Und heute möchte ich euch 5 meiner Lieblings-Highlighter zeigen und ja, so ein bisschen erzählen, wie die sich untereinander unterscheiden und wo ich den Highlighter auftrage. Und ja, dann legen wir mal los mit dem ersten Produkt. Und das ist eins, was ich schon sehr, sehr lange habe und echt so ein alter Favorit von mir ist. Und zwar ist es von AMS Beauty der Living Luminizer. Das ist eine Marke, die nur Organic-Produkte produziert. Und das ist eben der Highlighter von denen. Und der ist echt super schön. Also der ist schön cremig, der ist so transparent und hat keine Glitzerpartikel. Und wenn man den aufträgt, fühlt es sich auch echt an wie so ein leichter Balsam. Und ich finde, die Haut sieht damit irgendwie so aus, als wäre sie feucht. Also sie glänzt halt irgendwie so, als wäre die Haut feucht. Und das macht den Highlighter irgendwie so sehr natürlich auf der Haut. Und wie gesagt, sind die Inhaltsstoffe hier drin natürlich und organic und auch relativ pflegend auf der Haut. Und wenn ich mir mal drauf gucke, ist es auch relativ überschaubar. Also da ist Rizinusöl, Kokosöl, Bienenwachs, Tocopherol und Rosmarinextrakt drin. Und das war es eigentlich. Also es sind Inhaltsstoffe, die der Haut Feuchtigkeit spenden und beruhigen und auch irgendwie davor schützen, Feuchtigkeit zu verlieren. Das ist auf jeden Fall ein super schöner Highlighter, der die Haut sehr frisch und gesund erscheinen lässt und gleichzeitig die Haut auch noch pflegt. Also ich trage den Highlighter oder alle Highlighter eigentlich wahlweise immer mit den Fingern auf. Den trage ich aber gerne auch mal mit einem Pinsel auf, und zwar den Expert Face Brush von Real Techniques. Und wo ich Highlighter auftrage, ist zum Beispiel auf den Wangenknochen, auf den Nasenrücken, auf den Brauenbogen und über den Lippenbogen. Also ich konturiere mein Gesicht jetzt nicht so extrem, wie man das sonst vielleicht kennt, dass man halt wirklich schattige Stellen betont mit einem dunklen Make-up und dann Stellen, die man betonen möchte, mit einem Highlighter eben hervorhebt. Und ich verwende Highlighter aber einfach so, um so ein frisches, waches Erscheinungsbild zu erzielen. Also einfach da, wo irgendwie die Sonne drauf scheinen würde und ja, so ein paar kleine Stellen sozusagen. Der nächste ist wieder ein Naturkosmetik-Highlighter, aber diesmal aus der Drogerie. Und zwar habe ich hier von Alverde den Rose Tinted Highlighter. Und der hat zwar nicht ganz so überschaubare Inhaltsstoffe wie der von AMS, aber die sind ebenso natürlich. Und der ist so ein Ticken dünnflüssiger, was ihn viel, viel leichter zu verteilen lässt. Und außerdem hat er auch so einen leichten rosa Stich. Und dadurch erinnert er mich irgendwie auch an den High Beam Highlighter von Benefit. Der war übrigens mein allererster Highlighter ever und auch irgendwie mein erstes High-End-Produkt, wenn ich mich nicht irre. Das war so nebenbei. Aber das ist jedenfalls ein sehr, sehr schöner Highlighter. Der zaubert einen schönen Glanz auf der Haut. Und dieser rosa Stich ist auch sehr schön. Hätte ich gar nicht gedacht. Also es sieht halt wirklich sehr natürlich aus. Gar nicht so krass rosa. Auf jeden Fall sehr schön, also echt ein gutes Produkt und das für 2,95 €. Dann habe ich hier meine neueste Errungenschaft und eventuell mein aktueller Favorit von allen. Und zwar der Becca Shimmering Skin Perfector in der Farbe Pearl. Das ist ein sehr weiß schimmernder Highlighter. Also den gibt es aber auch in vielen verschiedenen Nuancen, eher mit goldenen Stich drin, mit ein bisschen rosastichiger, ein bisschen dunkler. Also da gibt es echt für jeden Hauttypen was. Ich fand den weißlich schimmernden Highlighter am ansprechendsten, weil ich das immer am schönsten einfach an mir finde. Und das ist ein Highlighter, der echt so eine ganz, ganz starke Schimmerpower hat sozusagen. Also den sieht man wirklich sofort, sieht aber trotzdem sehr natürlich aus. Also klar, man glänzt dann halt auf jeden Fall unnatürlich stark an diesen Stellen, aber es sieht halt irgendwie trotzdem noch aus wie Haut. Es hat halt keine groben Glitzerpartikel oder so. Und die Konsistenz von dem Produkt ist irgendwie ein bisschen gelig. Also ich finde, der Highlighter lässt sich dadurch ganz gut verteilen und außerdem ist er dazu gedacht, um ihn mit der Foundation zu mischen, um so ein gesamtes, strahlenderes Hautbild zu erzielen. Das finde ich echt ganz gut. Ich finde das Ergebnis auch sehr schön, auch wenn ich das nicht immer mache. Ich tendiere eher dazu, den Highlighter eben eher punktuell aufzutragen. Aber dafür ist er eben auch sehr gut geeignet. Ansonsten kann ich den echt sehr, 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 sehr empfehlen. Den finde ich echt super gut. Dann habe ich einen weiteren Highlighter, der eher dazu konzipiert wurde, aufs ganze Gesicht aufgetragen zu werden. Und zwar ist das Le Blanc von Chanel. Dieses Produkt ist eher weniger ein typischer Highlighter, mit dem man bestimmte Gesichtspartien betont, sondern eher ein Primer, den man vor der Foundation aufträgt oder mit der Foundation vermischt.
Und der Highlighter erzielt einen echt komplett anderen Effekt als die anderen Highlighter, die ich gezeigt habe. Aber in meinen Augen sogar den allerschönsten Effekt. Die Haut erhält damit nämlich so ein richtig schönes, perliges Finish und dadurch sieht sie tatsächlich so aus, als würde sie von innen heraus strahlen. Also gar nicht feucht glänzend, aber trotzdem so richtig schön glowy. Muss man halt echt mal probiert haben, zumindest mal auf der Hand. Der einzige Haken bei diesem Produkt, wie auch bei vielen anderen Chanel-Produkten, ist, dass, wenn ich den Highlighter regelmäßig verwende, reagiert meine Haut darauf und das ist einfach super, super, super schade, weil ich finde, das ist ein super einzigartiges, außergewöhnliches Produkt, was ein super schönes Ergebnis erzielt und das ist halt sehr, sehr schade, weil sonst wäre das echt so mein All-Time-Favorite ever, liebstes Produkt aller Zeiten. Aber ja, so kommt es halt eben nur ab und zu mal zum Einsatz. Aber wie gesagt, der Effekt ist echt unschlagbar. Müsst ihr wirklich mal ausprobieren. Zu guter Letzt zeige ich euch noch einen Puder-Highlighter. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich euch nur Highlighter auf Cremebasis gezeigt. Weil ich finde, dass Creme-Highlighter irgendwie einfach den schönsten Effekt erzielen und am natürlichsten aussehen. Aber trotzdem habe ich einen Puder-Favoriten unter meinen Highlightern. Und außerdem auch noch einen ziemlich günstigen. Und zwar ist es der Highlighter, der im Sleek Contour Kit enthalten ist. Dieser hier. Und das ist ein Puder, aber das Puder ist sehr, sehr schön butterig und lässt sich dadurch sehr schön verteilen und verschmilzt dadurch besser mit der Haut. Also es sitzt halt nicht so wie Puderkrümel auf der Haut, sondern es verblendet sich ganz gut für ein Puderprodukt. Und der hat sehr, sehr viel Highlighter-Power. Deswegen trage ich den Highlighter am liebsten mit einem Pinsel auf und dann eben mit einer leichten Hand. Der Highlighter hat außerdem einen leichten pfirsichfarbenen Unterton, was ich sehr, sehr schön finde. Also ja, trotz dass es ein Puder ist, kann ich diesen Highlighter wirklich sehr empfehlen. Und das waren meine 5 liebsten Highlighter momentan. Ich werde mal versuchen, nochmal alle 5 Swatches nebeneinander einzublenden, damit die Unterschiede zwischen den Highlightern nochmal besser zu erkennen sind. Und damit sind wir auch schon durch mit meinem Highlighter-Video. Ich hoffe, es war interessant für euch und hilfreich. Ich bin auf jeden Fall offen für alle Highlighter-Empfehlungen, die ihr mir geben könnt. Schreibt die mir also gerne in den Kommentaren rein. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!